This family is grieving the loss of a loved one. War immer da, immer präsent. Ob ich ihn gebraucht habe oder nicht, er war immer präsent. Er war einfach immer da. They're not grieving the loss of a human being, but rather their dog, Pinu, a Malamut Husky. Here in the former St. Paul's Church in southern Germany, families can gather to give their furry friends a proper send-off. But wait, a church service for animals? Is that even allowed in Germany? More on that later. Sonja Westermann is a professional eulogist for both people and animals. Her eulogy for Pinu is full of anecdotes and memories, as if she were talking about a human being. Für mich gibt es keinen Unterschied, weil wenn man jemanden richtig geliebt hat und ein Familienmitglied verabschiedet, dann ist der Schmerz derselbe, ob ein geliebter Mensch jetzt weg ist oder ein geliebtes Tier. Ellen Weinmann and her partner Florian Dusterwald bought this former Methodist church in August of 2023. So how did the local community react to having their former place of worship turned into a funeral home for animals? Wir hatten wahnsinniges Glück, wo wir die Kirche übernommen haben, hat ein Aussegnungsgottesdienst stattgefunden mit allen ehemaligen Gemeindemitgliedern, waren alle da. Wir haben uns persönlich kennengelernt. Jeder hat es für gut befunden und freut sich, wie gesagt, dass die Kirche in diesem Sinne weiter genutzt wird. And what do they say to people who think this is all a bit too much? Gar nichts. Für den einen Mensch ist es nur ein Tier und für andere ist es ein vollwertiges Familienmitglied. Und wir sagen immer, jeder darf so trauern, wie er möchte und jeder darf den Raum dafür bekommen. Ob es ein kleiner oder ein großer Raum ist, entscheidet letztendlich das Herz. Sylvan and Annette Gessner's animals are still very much alive, although one of the Irish wolfhounds may not live past the age of 5. He and his wife appreciate having a place to plan the funeral of their pets, even if they need some more outdoor potty training. Also für uns ist es wie so ein Kreis, wie so ein roter Faden, im Kreis gelegt, Abschied nehmen, einäschern, in die Urne und wieder nach Hause, dann ist für uns dieser Kreis geschlossen. Around 34 million pets live in German households, and the trend is rising. Ellen Weinmann organizes up to 1,000 funeral services for deceased pets each year, including horses. Prices range from €250 up to 4,000, depending on the weight of the animal. Germany has very strict rules regarding pet burials, unlike in the US, where there are no federal laws pertaining to them, or in Canada, where animals can be buried with their humans. Der Gesetzgeber in Deutschland sagt ganz klar, jedes Haus- und Heimtier darf kremiert werden. Wiederum jedes Tier, das in der Theorie essbar wäre, darf nicht kremiert werden. Jetzt ist es natürlich beim Pferd ein Grenzfall, weil ein Pferd ja auch gegessen werden kann. Aber wir haben beim Pferd die Möglichkeit, eine sogenannte Ausnahmegenehmigung zu beantragen und dann darf dieses Tier in die Kremierung gehen. Back at the former St. Paul's Church, Pastor Marcus Kneiting stops by to see how business is going. In the eyes of a church official, are these pet services an acceptable practice? Also ich kann in dem Fall natürlich eher für die evangelische Landeskirche sprechen. Die Tierbestattung ist möglich. Die Frage ist natürlich, mit welchen liturgischen und Ritualen man das begleitet. Und da muss man schon genau hinschauen, dass es nicht identisch ist mit einer humanen, mit einer menschlichen Bestattung. Ja, aber dass man Menschen begleitet, die ein Tier verabschieden müssen, das ergibt sich schon daraus, aus der Nächstenliebe, aus der Fürsorge und auch der Seelsorge für die Menschen. As the service for the dearly departed Pinu draws to an end, has the ceremony given his family a sense of closure? Es war schon Traurigkeit, aber ich habe immer wieder diese Bilder angeschaut und das Leben von Pinu lief an mir vorbei. Es war wieder eine ganz andere Welt kurz. Wir waren wieder richtig mit ihm zusammen. Ja.
Regardless of whether you are for or against such ceremonies for animals, this was no doubt an emotional send-off for man's best friend.